Falsch. Auch falsch. Auch falsch. Boah, Johnny, du weißt echt nichts. Eisbein ist gar kein Gericht, aber Schweinehaxen. Hallo liebe RB-Fans, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Homies. Heute mit Kevin Kampel und Philipp Schauner. Welchen Song durfte Johnny auf der RBL Weihnachtsfeier 2019 zum Einstand singen? Ist es A. Cordula Grün, B. Atemlos oder C. Vom Salat schrumpft der Bizeps? Noch nie gehört, aber ich weiß es. Habe ich noch gut in Erinnerung und das war Cordula Grün natürlich. Welchen Song durfte Johnny auf der RBL Weihnachtsfeier 2019 zum Einstand singen? Das war sehr einfach. Wollte ich gerade sagen. Also A. Cordula Grün, B. Atemlos, C. Vom Salat schrumpft der Bizeps, habe ich noch nie gehört. Das war natürlich A. Cordula Grün. Ja, Klassiker, richtig. Ich glaube, nach deiner Performance mit Top 3 Performance hier auf bei jeden RBL Fall Weihnachtsfeier, dabei, oder? Was antwortete Johnny beim RBL-Videobeweis auf die Frage, warum bist du so unfassbar beliebt? A, weil ich ein geiler Typ bin. B, sag du's mir. C, verrate ich nicht. Boah, schwierig, das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Ich kann nur tippen. Kann ich tippen? Ich würde A nehmen, weil ich einfach ein geiler Typ bin. Was antwortete Johnny beim RBL-Videobeweis auf die Frage, warum bist du so unfassbar beliebt? A, weil ich einfach ein geiler Typ bin. B, sag du's mir. C, verrate ich nicht. Das wusste ich nicht, da habe ich A genommen. Was? Weil ich einfach ein geiler Typ bin. Ja. Richtig. Du weißt es doch, du musst nicht raten, du weißt es doch, ey. Wie viele Elfmeter hat er bislang in seiner Bundesliga-Karriere gehalten? A, 4, B, 8, C, 7. Muss ich raten wieder, leider, tippen. Ich sag 7, C. Wie viele Elfmeter hat er bislang in seiner Bundesliga-Karriere gehalten? A, 4, B, 8, C, 7. Ich habe 7 gesagt. Traust du mir zu, oder was? Ja. 7 Stück, richtig. 7. Top, ey. Ich bin gut. Ja? Wusste ich übrigens selber nicht. Muss ich sagen. Was gelang Johnny am 1. April 2013? A, Torvorbereitung, B, Tor in der Nachspielzeit, C, 3 gehaltene Elfmeter. Ich glaube, der hat mal ein Tor in der Nachspielzeit gemacht, ne? Ich sag C, 3 gehaltene Elfmeter. Vielleicht DFB-Pokalspiel irgendwie. Was gelang Johnny am 1. April 2013? A, Torvorbereitung, B, Tor in der Nachspielzeit, C, 3 gehaltene Elfmeter. 1. April ist April-Scherz normalerweise, ne? Weißt du? Ja, aber ist gefährlich, ne? Wie, also ist gar nichts davon. Bei mir war B und C in der Auswahl. Ich habe dann mich für C entschieden. 3 gehaltene Elfmeter? Ja, DFB-Pokalspiel vielleicht, Elfmeterschießen oder so. Aber im April da wären wir ja fast im Finale gewesen. Im April, Ja, hätte ja sein können, dass du 2013 irgendwann im... Da warst doch du mit Dortmund, mit Leverkusen im Finale oder so. Nee, das war später. Ich war 2014, ein Jahr später. Tor, schieße, doch, ich hatte es im Kopf. Tor in der Nachspielzeit. Gegen wen war das nochmal? Paderborn. Ich wusste es. YouTube-Star, Morgenmagazin, Punkt 6, überall, ey. Ehrlich. Naja, okay. Welches Erlebnis würde Johnny unbedingt mal machen wollen? A, U-Boot fahren, B, in einem NFL-Spiel mitspielen, C, Fallschirmspringen. Ja, von der Statur könnte er auf jeden Fall ein NFL-Spiel mitspielen. U-Boot fahren schließe ich aus. Ich sag B, in einem NFL-Spiel mitspielen. Habe ich recht, oder? Ach, ihr sagt mir das nicht. Okay. Welches Erlebnis würde Johnny unbedingt mal machen wollen? A, U-Boot fahren, ausgeschlossen. Warum? Nee, glaube ich nicht dran. B, in einem NFL-Spiel mitspielen. C, Fallschirmspringen. Da war auch für mich B oder C. Ich habe B genommen. Stark. Boah, ich bin gut, ey. NFL-Spiel stark. Am liebsten für die Seattle Seahawks. Okay, die habe ich auch richtig. Weiß ich jetzt schon. Wenn Johnny ein Boxer wäre, was wäre seine Einlaufmusik? A, Party Up von DMX, B, Hells Bells, C, Eye of the Tiger von Survivor. A schließe ich aus. Hells Bells ist dieses... Ich sag C, Eye of the Tiger. Wenn Johnny ein Boxer wäre, was wäre seine Einlaufmusik? A, Party Up, B, Hells Bells, C, Eye of the Tiger. Ganz klar C. Ganz klar, Hells Bells. Ah,
Das ist die Überheblichkeit, Junge. Nein, er ist sauber zu der hat Ende doch genickt so. Der hat doch Ach so. Da hast du doch eine Beeinflussung. Ehrlich, ey. Ich hätte echt gedacht, Eye of the Tiger. Sag, bei welchem Verein begann Czauny mit dem Fußballspielen? TSV Wendelstein, Spielvereinigung Nürnberg, DJK Schwabach. Ich glaube, bei Nürnberg war er später. Ich glaube, der hat woanders angefangen. Liegt Wendelstein und Schwabach nah beieinander? Weiß das einer? Okay. Kenne ich beides nicht. Ich nehme A. TSV Wendelstein. Bei welchem Verein begann Czauny mit dem Fußballspielen? TSV Wendelstein, Sportvereinigung Nürnberg, DJK Schwabach. A. Wendelstein. Ehrlich? Ja. Hut ab, ey. TSV Wendelstein. Wie bist du auf das gekommen? Ja, ich habe Nürnberg erstmal ausgegrenzt. Aber warum? Du weißt doch, dass ich so lange in Nürnberg war. Ja, aber erst später. Du hast nicht da angefangen. Und dann Schwabach und Wendelstein. Dieses DJK hat mich gestört. Das gibt es nur in Bayern. DJK. Und deswegen hat sich das am besten angehört. zwei falsche ist okay. Ich sag ja, das war ja eigentlich gar nichts, ey. Welche RBL-Position hat Kevin spaßeshalber mal für ein YouTube-Video übernommen? A. Zeugwart, B. Pressesprecher, C. Greenkeeper. Zeugwart glaube ich auf gar keinen Fall, so unordentlich wie er ist. Pressesprecher, würde er auf C. Greenkeeper jetzt mal tippen. Ist Familienvater jetzt, weiß er, wie der Rasen wächst, ist vielleicht auch nicht so unwichtig für seinen Garten daheim. Deswegen würde ich jetzt sagen C. Greenkeeper. Welche RBL-Position hat Kevin spaßeshalber mal für ein YouTube-Video übernommen? Zeugwart, Pressesprecher oder Greenkeeper? Ich habe gesagt, Zeugwart auf gar keinen Fall. Wenn ich deinen Spind sehe, total unsauber. Pressesprecher wusste ich nicht, Greenkeeper, habe mir gedacht, okay, vielleicht war das so in den Familienplanungen vielleicht, er muss wissen, wie ein Rasen aussieht. Deswegen habe ich gesagt Greenkeeper. Falsch. Pressesprecher. Und warum Pressesprecher? Ja, ich habe da mal... Hast du ein Praktikum gemacht? Nein, einfach so, spaßeshalber habe ich so getan, als wäre ich Pressesprecher. Ach so. Ah, schade. Bitter. Gegen wen gelang Kevin sein erstes RBL-Tor? Gegen den 1. FC Köln, gegen den VfL Wolfsburg oder gegen FSV Mainz 05? Ja, dachte ich, dass Wikipedia lesen was bringt, aber zu wenig gelesen. Sagt der 1. FC Köln. Gegen wen gelang Kevin sein erstes RBL-Tor? Köln, Wolfsburg oder Mainz? Habe ich Köln genommen. Auch falsch. Boah, Johnny, du weißt echt nichts. In der Red Bull Arena, ja. Sensationelles Tor. Da ist das Tor noch getroffen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, was? Weitergeleitet von Conny, Rückpass Diego und ich schweiß ihn im Winkel an. Also, Dein Schuss? ja. Okay. Der ist lang her, aber. Welcher Fakt über Kevin Campbell ist korrekt? Keine rote Karte in der Bundesliga, über 40 absolvierte Champions League-Spiele, kein Scorerpunkt im DFB-Pokal. Ich musste eigentlich einfach 10 nehmen, um ihn zu ärgern. Aber ich glaube, Kevin ist schon eigentlich, der redet zwar viel, obwohl von hinten in die Beine vielleicht auch mal gewesen. Ich nehme C, kein Scorerpunkt im DFB-Pokal. Er war zwar jetzt schon zweimal im Finale, aber vielleicht hat es nie gereicht für einen Scorerpunkt. Welcher Fakt über Kevin Campbell ist korrekt? Keine rote Karte in der Bundesliga, über 40 absolvierte Champions League-Spiele, kein Scorerpunkt im DFB-Pokal. Muss ich sagen, habe ich gar nicht geschaut, was die richtige Antwort ist, sondern einfach, was dich am meisten aufregt. Und dann habe ich einfach keinen Scorerpunkt im DFB-Pokal gemacht. Auch falsch. Keine rote Karte. Braver Spieler, aber ich habe gemeint, zum Ende ist sicher. Fair. So von hinten in die Beine ist es ja schon mal auch. Ja, mache ich ab und naja, hinten rein nicht, aber ich hau schon mal rein. Aber warte mal, habe ich keine einzige richtig gehabt jetzt, ne? Nee, nix. Also das ist echt. Aber das waren Hätte ja ich mehr alles, waren ja gedacht. bis jetzt alles nur so, ja egal. Das kann man alles wissen, ciao. Ja, Wikipedia steht das nicht. Nochmal hier an deren Stelle, Wikipedia bitte überarbeiten. Welche Farbe hatten Kevins Haarspitzen während seiner Zeit bei Red Bull Salzburg? Rot, blau oder weiß? Bei uns hat er schon Silber und Blond gehabt. Blau glaube ich nicht, das hat nichts mit Salzburg zu tun. Ich nehme, weiß geht gar nicht eigentlich. Rot, rote Spitzen. Welche Farbe hatten Kevins Haarspitzen während seiner Zeit bei Red Bull Salzburg? Der vogelwilde Frage aber. Ja, aber das, wenn du logisch denkst. Ja, habe ich auch. Müsstest Also weiß, aber ich meine, das so weiß-silber, das hast du hier immer gehabt schon. Blond bist du, hast du eigentlich blau, macht gar keinen Sinn, finde ich. Und dann habe ich rot genommen. Ja, wow. Ah. Bravo. Katsching. Bravo. Welches Gericht würde Kevin niemals im Restaurant bestellen?
Eisbein, Tiramisu, Spaghetti Carbonara. Das Eisbein. Der Körper, der muss halten für den Rest seiner Karriere, deswegen ein Eisbein für unterwegs im Restaurant wäre nicht so gut für ihn. Welches Gericht würde Kevin niemals im Restaurant bestellen? Eisbein, Tiramisu, Spaghetti Carbonara. Eisbein macht mindestens 2 Wochen Pause bei dir, deswegen. Nein. Eisbein ist gar kein Gericht. Wie? Was ist denn ein Eisbein? Klar, Eisbein ist gekochte Haxe. So eine nordrhein-westfälisches Nee, das kriegst du überall. Auf der Solinger Speisekarte. Da ist die Haut nicht knusprig, sondern weich und dann schön mit Senf. Also, Das ist ein Eisbein bei euch. Ja. Das ist ein Schäuferle oder ein Knöchle bei uns, oder ein Schweinehaxen. Aber es ist kein Eisbein. Ein Eisbein ist ein Eisbein beim Fußball, wenn es ein Eisbein kriegst. Nein. Also hast du. Ja klar habe ich Eisbein genommen. Ich dachte mir, Eisbein, Tiramisu, Spaghetti Carbonara wollen mich veräppeln. Das ist nur 2 Stücken Essen, das eins nicht. Ich stehe nicht auf Nachspeisen. Junge, jetzt hast du hier die Redaktion auch noch hinter dir, Alter, ehrlich. Mein Gott, ey. Egal, du hast noch 2 Chancen, komm. Aber die sind auch ekelhaft. Die sind total easy eigentlich. Was ist Kevins Geheimwaffe in der Plattensammlung, die auf jeder Party geht? Billie Jean von Michael Jackson, One More Time von Daft Punk, Cordula Grün von Josh. Ich überlege gerade, das war eigentlich ein ganz anderes Lied. Aber in dem Fall nehme ich Cordula Grün, weil ich es auch mag. Bin mir nicht sicher. Ich glaube eigentlich, wenn er ein bisschen länger nachdenkt, dass es ein anderes Lied ist. Aber ich denke, wir machen Cordula Grün. Was ist Kevins Geheimwaffe in der Plattensammlung, die auf jeder Party geht? Also wir machen Billie Jean von Michael Jackson, One More Time von Daft Punk oder Cordula Grün von Josh. So. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Lied. Ich bin absoluter... Nein, ich weiß, aber ich hatte eigentlich ein ganz anderes Lied im Kopf. Ja, das von war... unserer gemeinsamen Zeit. Also da habe ich, wenn du DJ warst, glaube ich, Ja, aber es war ja generell jetzt für... Ja, eigentlich wäre es Michael Jackson genommen. Hätte ich genommen. Ja. Habe ich aber nicht genommen. Warum nicht? Ich bin Weil mir absoluter Michael Jackson ich weiß, Fan. aber ich dachte so, geht immer. Das ist ja so, Michael Jackson spielst du ja. Michael Jackson ist Legende, da kannst du alle Lieder von ihm spielen. Ja, aber hier Billie steht Jean- Geheimwaffe. Ja, das geht immer. Ja, aber da explodiert der Raum, wenn du das reinhaust. Ja, ich habe Cordula Grün genommen. Ach, Tony. Junge, du bist der Einzige, der mich unterstützt in meinem deutschen Ballermann-Zeug hier in der Kabine. Ja, weil ich Und das dann auch nimmst du gerne Michael mag. Jackson. Ja. So, jetzt bin ich auch noch mal gespannt. Debakel ist das ja. Von welchem Prominenten würde sich Kevin ein Autogramm holen? Michael Jordan, Bruce Willis, Zinedine Zidane, Bruce Willis, Entschuldigung, oder Zinedine Zidane. Ich glaube, Zidane ist schon so sein Vorbild, aber wer will nicht ein Autogramm von Michael Jordan, ey? Ja, wir sind beim Fußball hier, ne? Nicht bei amerikanischen Sportarten. Ich nehme Zinedine Zidane. Von welchem Prominenten würde sich Kevin ein Autogramm holen? Michael Jordan, Bruce Willis oder Zinedine Zidane? Ist ja klar, normalerweise sofort Zinedine Zidane. Aber welcher Mensch auf der Welt würde sich nicht gerne ein Autogramm von Michael Jordan holen? Einer der weltgrößten Sportlegenden überhaupt, auf der ganzen Welt, überall. Da hast du absolut Selbst recht. in Slowenien. Das hast du absolut recht, Selbst in aber Slowenien. Zidane war immer mein Idol. Ich weiß, Zinedine Zidane, mein Idol, auf alle Fälle Zinedine Zidane. Ja, Aber siehst Michael du, Jordan hätte ich auch genommen. Ja, also siehst du mal, was ich für Fragen kriege hier, ey. Okay, das Bruce war echt. Willis, ich dachte vielleicht, dass du hier Stirb langsam alle Teile 8-mal hoch und runter anschaut, ey. Oh Mann, Was Johnny, ich für eine Fragen hab. richtige. Hör Das auf. ist Wahnsinn. Nein, Zidane und noch eins hatte ich richtig, oder? Du hast nicht Zidane genommen, du hast Michael Jordan Nein, ich genommen. habe Zidane genommen, sag ich dir doch. 2. 2 richtige. Ja, schwach. Rot und Zidane. Da habe ich mehr erwartet von dir. Ja, ist richtig. Ich dachte, du kennst mich. Wir hätten vielleicht ein bisschen mehr private Fragen stellen sollen, ne? Das wäre vielleicht mehr meins gewesen. Also ganz klar gewonnen, ne? Ja, Haus. Bravo, Kevin.